Dass wir Taiwan mal zu den schönsten Ländern unserer kompletten Weltreise zählen, hätten wir vorher nicht gedacht. Doch auf einer Fläche so groß wie Baden-Württemberg vereint der kleine Inselstaat eine unfassbare Vielfalt. Egal ob die moderne Millionenmetropole Taipeh, tropische Strände im Kenting-Nationalpark, beeindruckende Canyons im Osten des Landes oder kleine Tropeninseln, auf denen man mit Meeresschildkröten schwimmen kann. Dazu kommt ein spannender kultureller Mix aus chinesischen und japanischen Einflüssen, der sich auch im leckeren Essen in der taiwanesischen Küche widerspiegelt. Durch die gut ausgebaute Infrastruktur ist das Land leicht zu bereisen. Und dadurch, dass sich nur wenige westliche Touristen nach Taiwan verirren, hat man das Gefühl, den kleinen Inselstaat auf eine authentische Art und Weise zu entdecken. In diesem Länderguide zeigen wir dir die größten Highlights, eine Route für 2 bis 3 Wochen, geben wichtige Tipps für den Reisealltag und verraten dir natürlich auch, was das Ganze kostet. Taiwan ist ein kleiner Inselstaat im Westpazifik, kurz vor der Küste vor China und gehört mit seinen über 23 Millionen Einwohnern zu einem der dicht besiedelsten Länder der Welt. In der Hauptstadt Taipeh gibt es einen großen internationalen Flughafen, der weltweit gut vernetzt ist, und für die Einreise brauchst du als deutscher Staatsbürger kein Visum, sondern kannst bis zu 90 Tagen visafrei in Taiwan bleiben. Grundsätzlich kannst du Taiwan das ganze Jahr über bereisen, aber als beste Reisezeiten gelten sowohl der Frühling von März bis Mai als auch der Herbst von September bis November, weil es dann nicht so heiß wird und am wenigsten Niederschlag fällt. Allerdings gibt es 2 Sachen zu beachten. Einmal das chinesische Neujahr, das wird meistens im Februar für mehrere Wochen gefeiert und da haben alle Taiwanesen frei und reisen viel selbst. Und auch die Taifunsaison, die zwischen Juni und September stattfindet, würden wir empfehlen, eher zu vermeiden. In Taiwan zahlt man mit dem neuen Taiwan-Dollar, wobei 1 Euro ungefähr 35 Taiwan-Dollar entspricht. Und mit einer kostenlosen Reisekreditkarte, wie zum Beispiel von der DKB, könnt ihr an manchen Automaten Geld kostenlos abheben, zum Beispiel bei der First Bank oder Bank of Taiwan. Aber es gibt auch in den Convenience Stores, zum Beispiel 7-Eleven oder Family Mart, immer ATMs. Allerdings kostet es da 100 Taiwan-Dollar Abhebegebühr, also so umgerechnet 3 Euro. Taiwan ist ein technisch hochentwickeltes Land und das WLAN funktioniert sehr gut, aber trotzdem hilft natürlich eine lokale SIM-Karte im Alltag weiter. Und wir haben direkt am Flughafen in Taipeh eine SIM-Karte von Chunghwa, dem größten Anbieter hier, gekauft und haben für unlimitierte Daten für 30 Tage 29 Euro bezahlt, also schon relativ teuer. Alternativ können wir euch eine eSIM empfehlen, da haben wir das beste Angebot bei Nomad gefunden und haben für 30 GB für 30 Tage 18 Euro bezahlt. Und das hat auch locker gereicht, weil das WLAN wirklich gut ist. Ihr solltet aber beachten, dass ihr da keine lokale Telefonnummer bekommt und die braucht man aber für manche Apps in Taiwan, wie zum Beispiel für Line, worüber die Kommunikation läuft. Das ist so ähnlich wie WhatsApp bei uns, oder auch um zum Beispiel Essen zu bestellen bei Uber Eats oder bei Foodpanda. Die Landessprache hier in Taiwan ist Chinesisch bzw. Mandarin, und auch wenn vereinzelt natürlich Leute sehr gut Englisch sprechen können, ist das nicht die Regel. Also wir hatten hier schon eine sehr große Sprachbarriere. Also stellt euch auf jeden Fall darauf ein, Google Übersetzer und Google Lens sehr viel hier benutzen zu müssen. Taiwan macht ja aktuell eher aufgrund der angespannten Situation mit China Schlagzeilen als Reisedestination. Und wir können natürlich auch nicht vorhersagen, wie sich die Situation entwickelt. Es ist definitiv unberechenbar, aber als Tourist im Land merkt man davon erstmal nichts. Außerdem sind Erdbeben hier eine Gefahr in Taiwan, denn das Land liegt zwischen 2 tektonischen Platten, die sehr aktiv sind. Es gab in der Vergangenheit schon schwere Erdbeben und das kann natürlich auch in der Zukunft immer wieder passieren, ist aber auch komplett unvorhersehbar. Dann kommen wir jetzt zu den Highlights und starten in der Hauptstadt Taipeh. Die ist mit 2,7 Millionen Einwohnern auf der einen Seite super wuselig, ganz besonders im Stadtteil Ximen, wo wir waren, aber auf der anderen Seite auch ruhig und spirituell, beispielsweise im Longshan-Tempel, einer der ältesten Tempel in ganz Taiwan. Was in Taipeh dazugehört, ist der Xianchan Viewpoint, das ist so ein bisschen das Postkartenmotiv mit tollem Blick auf die Skyline, und das Taipei 101, was zwischenzeitlich mal sogar das höchste Gebäude der Welt war. Und Freunde der Geschichte kommen in Taipeh auch voll auf ihre Kosten. Es gibt den Liberty Square, der fast schon monumental wirkt mit vielen großen Gebäuden drumherum, und vor allem der Chiang Kai-shek Gedächtnishalle. Dort findet jede Stunde ein wirklich perfekt einstudierter Wachwechsel statt, und die ganze Gedächtnishalle beherbergt auch ein sehr interessantes und großes Museum, wo auch alles auf Englisch übersetzt ist, wo man viel über die Geschichte von Taiwan lernen kann. Von Taipeh aus kann man mehrere Ausflüge in die Umgebung machen, zum Beispiel nach Juifan. Das ist der beliebteste Daytrip und dementsprechend voll kann es auch werden, vor allem am Wochenende und an Feiertagen. Und Juifan ist vor allem für seine Altstadt bekannt mit schmalen kleinen Gassen, ganz vielen Teehäusern, Restaurants und Souvenirläden
Souvenirläden. Und eigentlich kann man dort in der Umgebung auch schöne Wanderungen machen und tolle Aussichtspunkte mit Blick aufs Meer sehen. Bei uns war das Wetter aber leider nicht so gut. Verbinden kannst du diesen Ausflug mit Skifahren. Das ist bei den Taiwanesen auch sehr beliebt und besonders für Laternen bekannt. Die kann man dort kaufen, schreibt dann dort Wünsche drauf und lässt die auf den Bahngleisen steigen. Und man kann von dort aus auch in ungefähr 30 Minuten noch zu einem richtig schönen Wasserfall wandern. In Taiwan gibt es insgesamt 9 Nationalparks. Der wahrscheinlich bekannteste ist der Taroko-Nationalpark im Osten des Landes. Der ist bekannt für hohe Berge und tiefe Marmorschluchten, durch die der blau leuchtende Livu-Fluss fließt. Wir haben uns einen Roller gemietet, um durch den Taroko-Nationalpark zu fahren, haben da verschiedene Stops eingelegt, bei Tempeln, bei Hängebrücken und einfach da die tolle Aussicht genossen. Und was ich empfiehlt, wenn ihr auch schon einen Roller oder vielleicht auch ein Auto habt, ist, die Küstenstraße ein bisschen entlang zu fahren, weil in der Nähe vom Taroko Nationalpark liegen die King Shui Cliffs und da gibt es auch Aussichtspunkte, wo ihr wirklich eine fantastische Aussicht auf die Berge, die Klippen und das Meer habt. Dann kommen wir zu einem unserer größten Highlights in Taiwan und zwar dem Kenting Nationalpark. Dort im Süden des Landes erwartet dich nochmal eine ganz andere Seite von Taiwan und zwar gibt es dort lange goldene Sandstrände, blaues Wasser und Palmen, also wirklich wunderschön. Wir haben uns dort auch wieder einen Roller gemietet, haben Strandhopping gemacht, sind die wunderschöne Küstenstraße lang gefahren und waren einfach nur beeindruckt von dieser Kulisse. Und dann haben wir den Tag auch noch abgerundet mit einem richtig schönen Sonnenuntergang am Meer und zwar am Guanshan Sunset Park. Dann kommen wir jetzt zu Kaohsiung. Das ist die größte Stadt in Taiwan an der Südküste und auch wenn sie ähnlich viele Einwohner wie Taipei hat, hat sie einen komplett anderen Charakter. Irgendwo zwischen industrieller Hafenstadt und moderner Millionenmetropole wirkt Kaohsiung auf uns wie eine Mischung aus Hongkong, Singapur und Los Angeles. Außerdem liegt das Fo Guangshan Buddha Museum in der Nähe von Kaohsiung, was mit einem Zahn Buddhas eines der größten Heiligtümer des Buddhismus aufbewahrt. Die wohl größte Überraschung für uns in Taiwan war die Insel Chao Liuqiu oder auch nur Liuqiu. Diese kleine Koralleninsel liegt nur eine kurze Überfahrt vom Festland entfernt und ist vor allem dafür bekannt, dass man dort mit riesigen Meeresschildkröten schwimmen kann. Und die Population dort ist so groß, dass man fast schon eine Garantie hat, die auch wirklich zu sehen. Auch auf Liuqiu kann man sich wieder einen Roller leihen und die Insel in ungefähr 30 Minuten einmal umrunden. Und es gibt auch dort wieder schöne Aussichtspunkte, kleine Strände und vor allem haben wir auch dort wieder einen richtig schönen Sonnenuntergang gesehen. Also Liuqiu war wirklich die größte Überraschung für uns in Taiwan. Dann kommen wir jetzt zum letzten Highlight und zwar dem Sonne-Mondsee. Der liegt traumhaft schön inmitten von grünen Bergen, hat eine tolle Farbe und man kann sich dort einfach ein E-Bike leihen, einmal dem See umrunden. Man kann anhalten bei verschiedenen Aussichtspunkten oder bei Tempeln, kann kleine Wanderungen machen und so weiter. Also es ist wirklich eine traumhaft schöne Kulisse. Aber wir würden empfehlen, die meisten Sehenswürdigkeiten, den Sonne-Mondsee und Juifan, weil das in der Nähe von Taipei liegt, aber auch im Süden der Kenting Nationalpark oder Liuqiu, weil das in der Nähe von Kaohsiung liegt. Das sind alles große Städte, wo viele Menschen leben und gerne am Wochenende halt hinfahren. Von daher, also wenn es die Reiseplanung zulässt, vielleicht am besten diese Sehenswürdigkeiten unter der Woche besuchen. Auch wenn Taiwan so klein ist und wir jetzt schon wirklich viele Highlights genannt haben, gibt es noch mehr zu sehen. Zum Beispiel den Alishan oder den Yushan Nationalpark oder auch Städte wie Taichung, Taitung oder Tainan. Dadurch, dass Taiwan so klein ist, lässt sich schon in 2 Wochen wirklich viel vom Land sehen. Denn die Infrastruktur ist wirklich sehr gut. Man kann mit dem Zug in 2 Stunden einmal vom Norden in Taipei bis ganz in den Süden nach Kaohsiung fahren. 3 Wochen wären vielleicht noch besser, dann ist es ein bisschen entspannter. Man hat auch mal einen Puffertag, falls es regnet. Aber eine Reise nach Taiwan lohnt sich auf jeden Fall auch schon für 2 Wochen. Die typische Route geht von Taipei über Juifan nach Hualien, was der Ausgangsort für den Taroko Nationalpark ist. Von dort aus dann weiter in den Süden, in den Kenting Nationalpark, dann nach Kaohsiung und von Kaohsiung rüber auf die Insel Liuqiu, wieder zurück nach Kaohsiung und über Taichung dann zum Sonne-Mondsee und von dort aus wieder zurück nach Taipei. Diese gesamte Rundreise könnt ihr natürlich auch einmal umdrehen oder zwischendrin auch Stopps weglassen. Und wie wir das genau gemacht haben, also welche Verkehrsmittel wir benutzt haben, wie lange das gedauert hat und was es gekostet hat, das findet ihr ganz ausführlich auf dem Blog www.betterbeyond.de. Grundsätzlich ist der Transport in Taiwan sehr zuverlässig, sehr leicht zu organisieren und größtenteils auch erschwinglich. Wir müssen sagen, jetzt nach 2 Jahren Weltreise war Taiwan sogar eines der Länder, was am leichtesten zu bereisen war. An der Westküste gibt es den sogenannten High-Speed Rail. Das ist der Hochgeschwindigkeitszug, der so die größten Städte, also vom Norden von Taipei über Taichung, über Tainan bis nach Kaohsiung führt. Sonst gibt es auch noch Expresszüge, die haben wir beispielsweise im Osten genommen, von Taipei nach Hualien und auch weiter Richtung Süden nach Kaohsiung. Die sind wirklich sehr komfortabel und im Vergleich zum High-Speed Rail auch deutlich günstiger. Und zu guter Letzt gibt es noch die Fast Local Train. Das kann man sich vorstellen wie so eine S-Bahn oder Regio.
Und die ist jetzt aber gar nicht so viel langsamer als der Expresszug, hält aber einfach ein bisschen öfters, ist aber dafür nochmal günstiger. Und die Tickets für den High-Speed Rail oder auch die Expresszüge, die auch oft TRA genannt werden, könnt ihr einfach am Bahnhof am Schalter kaufen oder auch an Ticketautomaten. Die könnt ihr auf Englisch und ich glaube sogar auf Deutsch einstellen. Sonst könnt ihr das Ganze auch online kaufen, aber da kriegt ihr dann kein E-Ticket, sondern müsst erst das Ticket bei einem Convenience Store, zum Beispiel bei 7-Eleven oder Family Mart, ausdrucken. Und ganz viele Verkehrsmittel in Taiwan könnt ihr mit der EasyCard zahlen. Wir würden empfehlen, die direkt am Flughafen zu kaufen, weil die braucht ihr auf eurer kompletten Rundreise. Die kostet einmalig 300 Taiwan-Dollar. Die könnt ihr dann an so einem Automaten erstmal aufladen und damit dann wirklich ganz viele Züge, also zum Beispiel auch den Fast Local Train, alle Metros, Busse, teilweise auch Fähren und so weiter zahlen. Das heißt, ihr müsst euch nicht immer ein einzelnes Ticket kaufen, sondern könnt einfach nur diese Karte drauf tabben und der Betrag wird dann automatisch von der Karte abgebucht. Apropos Metro, in den größeren Städten wie Taipei oder Kaohsiung gibt es ein sehr gutes und dichtes Metronetz, besonders hier in der Hauptstadt Taipei. Die Fahrten sind auch sehr erschwinglich, also kosten je nach Strecke vielleicht so 70 Cent und man kann sich einfach mit Google Maps navigieren. Es ist auch alles auf Englisch übersetzt, also es ist wirklich sehr selbsterklärend und leicht hier in Taiwan Metro zu fahren. Neben den Zügen kann man hier auch Busse nehmen, also sowohl in der Stadt als auch für längere Strecken. Wir sind zum Beispiel vom Sonne-Mondsee zurück nach Taipei mit dem Bus gefahren. Das hat auch sehr gut funktioniert, das kann man auch bei Google Maps alles nachschauen und wir haben hier sowohl für Busse als auch für Züge eigentlich nie was vorgebucht. Ich glaube, den High-Speed Rail haben wir irgendwie 2 Tage vorher online gebucht, sonst ist das eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber auch hier gilt natürlich Wochenende, Feiertage, da sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Was in Taiwan hingegen nicht ganz so leicht ist, ist die Rollermiete. Es ist nämlich so, dass einige Verleiher einen taiwanesischen Führerschein haben wollen, den wir natürlich nicht haben. Und andere Verleiher achten dann wiederum darauf, dass man im internationalen Führerschein auch einen Stempel bei A hat, also dass man berechtigt ist, auch Motorrad zu fahren. Unserer Erfahrung nach ist es so, wenn man dann ein bisschen rumfragt, dann klappt es im Endeffekt schon irgendwie. Aber auch die Preise sind auf jeden Fall höher, als man das zum Beispiel aus Südostasien gewöhnt ist. Also wir haben schon immer so mindestens 15 € pro Tag für einen Roller bezahlt. Aber nichtsdestotrotz würden wir es nicht missen wollen, weil das halt gerade im Kenting Nationalpark oder im Taroko Nationalpark oder auch auf Liuqiu extrem viel Spaß gemacht hat und immer so ein richtiges Freiheitsgefühl ist. Das Preisniveau in Taiwan ist auf jeden Fall etwas höher, als man es aus den typischen Reiseländern, zum Beispiel in Südostasien wie Thailand oder Indonesien gewöhnt ist, aber auch deutlich günstiger als zum Beispiel Japan. Wie viel Geld man im Endeffekt ausgibt, hängt natürlich in erster Linie vom individuellen Reisestil ab. Wir waren jetzt als Backpacker unterwegs, aber schon mit einem relativ hohen Standard, würde ich sagen. Wir haben uns nicht total eingeschränkt und wir sind im Endeffekt bei 40 € pro Person pro Tag gelandet. Um das vielleicht mal so ein bisschen einzuordnen, am Anfang unserer Weltreise haben wir auch in Mittelamerika immer ungefähr 40 € ausgegeben. Also ich glaube, für das, was wir erlebt haben hier in Taiwan, ist es wirklich völlig okay. Man kann mit Sicherheit auch günstiger wegkommen, wenn man noch mehr auf sein Budget achtet. Und wenn euch unsere Kosten im Detail interessieren, dann schaut gerne auch hier auf dem Blog vorbei. Wir verlinken euch den Blogpost hier in der Videobeschreibung. Da haben wir ganz genau aufgedröselt, wie viel wir für Unterkünfte, Transport, Aktivitäten und alles andere ausgegeben haben. Dann widmen wir uns jetzt mal den Unterkünften. Hier in Taiwan gibt es wirklich eine große Auswahl an Hotels, Hostels, Privatzimmern, Bungalows, was auch immer. Und das könnt ihr auf den gängigen Buchungsplattformen buchen. Also wir haben hier überwiegend Booking.com und Airbnb genutzt. Tatsächlich ein bisschen mehr Airbnb als sonst, weil gerade in den größeren Städten haben wir da hin und wieder mal ein bisschen bessere Angebote gefunden als bei Booking.com. Aber es gibt bei der Unterkunftssuche ein paar wichtige Dinge zu beachten. Und zwar erstens gibt es hier ganz oft, besonders in den größeren Städten wie Taipei, keine Fenster. Das seht ihr aber meistens auf den Bildern, ist auch recht transparent unserer Einschätzung nach kommuniziert. Also ihr könnt ein bisschen Geld sparen, wenn ihr kein Tageslicht haben wollt. Auf der anderen Seite, wenn ihr ein Fenster im Zimmer haben wollt, heißt das, dass ihr oft ein bisschen was draufzahlen müsst. Und zweitens, die Preise variieren extrem. Also wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, hier am Wochenende ist alles ein bisschen voller, weil die Taiwanesen reisen halt selbst auch sehr viel. Und die Unterkunftspreise sind teilweise doppelt so hoch am Wochenende oder auch über Feiertage und Ferien. Also achtet da auf jeden Fall drauf. Guckt euch vorher den Feiertagskalender an, guckt, wo ihr seid am Wochenende, weil wenn ihr irgendwo übers Wochenende seid, gerade irgendwie bei bekannten Spots, dann würden wir empfehlen, auch ein bisschen vorab zu buchen. Also ihr müsst jetzt nicht 2 Monate vorab buchen. Wir haben immer, würde ich mal sagen, so im Schnitt vielleicht eine Woche vorher gebucht. Kommt auch immer drauf an, wo genau ihr seid. Also da auf jeden Fall drauf achten. Es ist jetzt nichts unbedingt, was man last minute buchen sollte. Jetzt aber auch nicht in Japan, wo man irgendwie seine Reise komplett durchplanen muss von A bis Z für 3 Wochen. Im Endeffekt sind wir im Durchschnitt bei 40 € pro Nacht gelandet für die Unterkünfte in Taiwan. Das ist schon recht hoher Wert für uns, aber dafür hatten wir auch einen guten Standard. Also wir hatten immer ein eigenes Zimmer mit eigenem Bad, haben uns hier sehr wohl gefühlt. Es kommt halt einfach darauf an, was man will. Also es geht natürlich auch nach oben deutlich höher, wenn man jetzt zum Beispiel größere Zimmer haben will, aber natürlich auch günstiger, wenn man beispielsweise in Dorms übernachtet. Also die Hostelkette Wow ist zum Beispiel hier relativ bekannt in Taiwan. Aber es ist jetzt nicht so wie in Südostasien, wo man locker für 20 € halt ein richtig gutes Doppelzimmer bekommt. Da muss man schon ein bisschen mehr einkalkulieren. Falls euch unsere Unterkünfte interessieren, die haben wir auch auf dem Blog verlinkt, www.betterbeyond.de. Da gibt es eine Tabelle, wo ihr alle unsere Unterkünfte findet.
Die taiwanesische Küche vereint japanische und chinesische Einflüsse und ist generell eher fleisch- und fischlastig. Aber eine vegetarische Spezialität, die sehr besonders ist, ist Stinky Tofu. Die riecht ihr auf jeden Fall, wenn ihr in Taiwan unterwegs seid. Und es riecht ehrlicherweise nicht besonders gut und schmeckt auch nicht besonders gut. Also die Geschmäcker sind verschieden. Es gehört auf jeden Fall dazu, das mal zu probieren, aber für uns hat dann einmal auch gereicht. Wenn du dich wie wir vegetarisch ernährst, dann kannst du bei Google Maps einfach nach Stichworten suchen, wie zum Beispiel Vegetarian Restaurant. Und wir haben eigentlich in fast jedem Ort in Taiwan auch ein rein vegetarisches Restaurant gefunden. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil man so auch in den Genuss der typisch taiwanesischen Küche kommt und aber nicht aus Versehen irgendwas mit Fleisch oder Fisch bestellt. Und wir müssen sagen, der Fleischersatz hier in Taiwan ist extrem lecker. Es gibt ganz oft vegetarisches Hähnchen oder vegetarisches Steak und das haben wir so gut wie hier wirklich noch nie gegessen. Und grundsätzlich ist es in den meisten Restaurants so, dass man eine Speisekarte bekommt und dann ankreuzt, was man haben möchte. Und da hilft auf jeden Fall Google Lens. Da könnt ihr die Kamerafunktion aktivieren und diese Speisekarte dann übersetzen, denn die sind meistens nur auf Chinesisch. Die Übersetzungen sind nicht immer perfekt, aber man weiß ungefähr, was man bestellt. Und ihr solltet beachten, dass man meistens auch schon vorher bezahlt und ganz oft gibt es Tee und manchmal auch Suppe noch gratis dazu. Neben den zahlreichen Restaurants und Garküchen gibt es auch in jeder Stadt mindestens einen Nachtmarkt. Das ist cool, da drüber zu schlendern. Da gibt es wirklich ganz viele Sachen, also sowohl herzhaft als auch süß. Also die Taiwanesen essen sehr gerne süße Sachen. Da kann man sich mal ein bisschen durchprobieren. Allerdings auch hier beachten, wer Vegetarier ist, die Auswahl ist schon eher fleischlastig, aber es ist für jeden was dabei und ich glaube, so Food-Lovers kommen in Taiwan auf jeden Fall voll auf ihre Kosten. Und wenn ihr ein bisschen low-budget unterwegs seid und nicht jedes Mal in ein Restaurant gehen wollt, dann können wir die Convenience Stores empfehlen, also Family Mart und 7-Eleven, die gibt es wirklich an jeder Ecke. Da kann man sich verschiedene Gerichte warm machen lassen. Wir als Vegetarier fanden die Auswahl bei Family Mart ein bisschen besser. Man kann sich auch ganz oft da hinsetzen und so sein richtiges Mittagessen zum Beispiel zu sich nehmen und die Mahlzeiten kosten bei Family Mart so zwischen 2 und 3 Euro. Wenn ihr so in ein Restaurant geht, würde ich sagen zwischen 2 und 6 Euro, so 4, 5 Euro im Schnitt. Und wenn ihr dann mal international essen gehen wollt, dann zahlt ihr so 6 Euro aufwärts. Neben den Convenience Stores gibt es auch richtige Supermärkte, zum Beispiel PX-Markt. Da haben wir dann auch mal Sachen zum Frühstück gekauft, wenn wir beispielsweise eine Gemeinschaftsküche hatten. Das hat dann auch noch mal ein bisschen Geld gespart. Und was in Taiwan natürlich dazu gehört, ist Bubble Tea. Der wurde hier nämlich erfunden und ihr werdet das an jeder Ecke finden. Wir haben uns hier in Taiwan sehr wohl gefühlt, das hat uns sehr oft an Japan erinnert. Generell sind die Leute hier sehr ruhig und zurückhaltend, auch im Umgang mit den Touristen, was natürlich auch häufig an der Sprachbarriere liegt. Das kann man zwar umgehen mit den Übersetzungs-Apps und auch die meisten Einheimischen sind darauf eingestellt, haben dann irgendwie eine Übersetzungs-App und so funktioniert die Kommunikation schon. Aber die Leute waren immer sehr höflich und sehr hilfsbereit, aber einfach sehr zurückhaltend. Und damit einhergehen auch ein paar Verhaltensregeln, die man auch als Tourist beachten sollte. Und ich würde sagen, die allerwichtigste ist, ruhig sein in öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist egal, ob das ein Bus ist, die Metro oder ein Fernzug. Man spricht nicht oder nur sehr leise. Man kann auf keinen Fall jetzt irgendwie ein Handyvideo laut anmachen. Man telefoniert nicht. Und auch Essen und Trinken ist abgesehen von den Schnellzügen verboten. Außerdem solltet ihr euch niemals vordrängeln. Das läuft in Taiwan alles sehr geordnet ab. Man stellt sich grundsätzlich in Schlangen an, sei das jetzt am Restaurant oder zum Beispiel auch an den Rolltreppen an der Metro. Und bevor ihr ein Haus oder eine Wohnung betritt, auf jeden Fall die Schuhe ausziehen. Ganz oft werden auch Hausschuhe bereitgestellt. Und zu guter Letzt solltet ihr beim Essen niemals die Essstäbchen so senkrecht in den Reis stecken, denn das steht für Tod. Wir waren jetzt 5 Wochen in Taiwan unterwegs und können sagen, dieses Land ist sowas von underrated. Und es ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Also jeder kennt, glaube ich, Taiwan und es waren ja auch schon andere Reiseblogger hier gewesen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, seitdem hat sich trotzdem irgendwie nicht viel getan, was so den Tourismus aus westlichen Ländern angeht. Also ich will jetzt nicht sagen, wir können hier die Touristen an einer Hand abzählen, die wir in 5 Wochen gesehen haben. So war es jetzt nicht, aber überspitzt formuliert wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Also wir haben kaum andere westliche Touristen gesehen und ich weiß nicht, das gibt in uns immer so ein bisschen das Gefühl, als würde man das Land irgendwie auf eine authentischere Art und Weise bereisen, wenn du halt irgendwo zu, keine Ahnung, einem Highlight oder einer Sehenswürdigkeit oder einem Aussichtspunkt fährst und so weiter. Und entweder bist du da teilweise ganz alleine, das hatten wir auch oft, oder du bist halt mit anderen Einheimischen dort. Natürlich, ich meine, wir können jetzt nicht unterscheiden, ist denn das Taiwanesen, sind das Chinesen vom Festland, sind das Südkoreaner, aber ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine und an der Sprache kann man es ja auch so ein bisschen verstehen. Also das hat uns irgendwie dazu geführt, dass Taiwan einer unserer absoluten Lieblingsländer ist und es wird einfach so krass übersehen, weil entweder die Leute fliegen nach Südostasien, nur Thailand, Indonesien, Laos, Vietnam, so Kambodscha, diese typischen Länder, sage ich mal, oder sie fliegen halt, wenn sie sich für diesen Kulturkreis ein bisschen interessieren, halt nach Japan und Japan ist absolut faszinierend, wir waren letztes Jahr ja auch da, aber niemand denkt halt irgendwie an Taiwan. Und das ist der große Vorteil, den dieses Land hat, weil es ist nicht so krass teuer, es ist bezahlbar, günstiger als Japan und auf einer kleinen Fläche halt so abwechslungsreich. Man kann so unfassbar viele verschiedene Dinge sehen, die Infrastruktur ist gut, man fühlt sich hier sehr wohl, ist auch sehr sicher, zum Beispiel auch für alleinreisende Frauen. Also
Taiwan absolut underrated, uns hat es richtig gut gefallen. Ich glaube, man merkt uns auch die Begeisterung an. Also wir können es wirklich nur weiterempfehlen, dass ihr das bei eurer nächsten Reiseplanung auch mal in Erwägung zieht. Und ansonsten sagen wir danke fürs Zuschauen und sehen uns nächste Woche. Sehen wir uns in Shanghai wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.